Ein Zuschauer hatte einmal den Wunsch geäußert, ob ich denn nicht einmal ein paar alte Busfotos zeigen kann. Das möchte ich auch gern tun, also habe ich eine Handvoll herausgesucht. Den Anfang macht diese Aufnahme vom Wagen 164 des Typs MAN NL 202 im Einsatz auf einem Schienenersatzverkehr für die Linie 4 in Stötteritz im Oktober 2000. Er hat soeben die Fahrgäste der Tatra-Doppeltraktion im Hintergrund übernommen und verlässt nun die Haltestelle Weißestraße in Richtung der Endstelle Holzhäuser Straße. Gleich wird er vom Betrachter aus gesehen nach links in die Arnoldstraße abbiegen. Die Straßenbahn wird anschließend nach rechts über die im Bild zu sehende Gleiskurve zurück Richtung Innenstadt fahren. Bis zur Einführung des neuen Netzes 2001 fuhren die Linien 4 von Knauth-Kleberg und 20 von Gohlis Nord nach Stötteritz. Gemeinsam fuhren sie hier im 10-Minuten-Takt. Seit 2001 fährt nun nur noch die Linie 4 durch Stötteritz. Allerdings kommt sie nun von der Endstelle Gohlis-Landsberger Straße und fährt im 10-Minuten-Takt. Voraussichtlich ab Frühjahr 2027 soll sie hier durch die Linie 12 verstärkt werden. Relativ wenig hat sich hier verändert. Die Haltestelle Weißestraße wurde in leicht veränderter Lage barrierefrei ausgebaut und auch die Wohnhäuser im Hintergrund wurden saniert. Das Kopfsteinpflaster in der Weißestraße ist aber weitgehend geblieben. Auch im Nordosten Leipzigs fanden Bauarbeiten statt, weshalb für die Linie 17 ein Schienenersatzverkehr zwischen den Endstellen Thekla und Schönefeld eingerichtet wurde. Der Ikarus 280 mit der Nummer 381 erreicht hier die Haltestelle Mockau-Post auf dem Weg nach Schönefeld. Damals befuhren die Busse noch den Bahnkörper, heute würde ein Schienenersatzverkehr Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand bedienen. Interessant sind außerdem der schmale Fahrkartenautomat in der Wartehalle und das Schild an der Oberleitung, das auf einen Streckenfernsprecher hinweist. Die Aufnahme entstand vom Ende der landwärtigen Straßenbahnhaltestelle mit Blick Richtung Kieler Straße, die damals normalerweise von den Straßenbahnlinien 17, 22 und 31 befahren wurde. Fast alle Linien in diesem Bereich haben sich im Lauf der letzten Jahre verändert. Die Straßenbahnlinien 1 und 9 fahren nun nach Mockau bzw. Thekla. Die Linie 70 hat die alte Linie 84 ersetzt, auch wenn es mittlerweile wieder eine neue Linie 84 gibt, die aber mit der aus dem Jahr 2000 nur die Liniennummer gemein hat. Nur die Linie 80 ist im Lauf der Jahre weitgehend unverändert geblieben. Die Vergleichsaufnahme entstand aus einem etwas anderen Winkel von der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Haltestelle ist etwas in die Jahre gekommen und eigentlich hätte schon vor Jahren die Neubaustrecke durch die nördliche Mockauer und die Tauchaer Straße die Strecke durch die Kieler Straße ablösen und dieser Platz einem grundlegenden Umbau unterzogen werden sollen. Im Hintergrund wurde eine Seniorenwohnanlage gebaut, wo auf der alten Aufnahme noch der 16-Geschosser stand. In der Buswendestelle Thekla steht der Ikarus 280 mit der Nummer 202 auf dem Schienenersatzverkehr für die Linie 17 neben dem damals noch nagelneuen sogenannten Silberpfeil Nummer 326 des Typs Mercedes-Benz O 530G auf der Linie 80. Der Ikarus wurde bereits an den Regionalverkehr Leipzig RVL abgegeben und trägt schon dessen rotes Logo an der Front. Bemerkenswert ist auch das mitten auf dem Platz stehende Haltestellenschild der Linie 80. Die Wendestelle in Thekla war und ist bis heute Ausgangspunkt verschiedener Buslinien in die Ortsteile am Stadtrand und ein bedeutender Umsteigepunkt zur Straßenbahn. Daran hat sich bis heute nichts geändert, weshalb es mitunter recht beengt auf dem Wendeplatz zugeht. Mit der Linie 79 ist im Jahr 2001 noch eine völlig neue Linie hinzugekommen, die hier wendet. Die Vergleichsaufnahme trägt der auf der Wendestelle zeitweise herrschenden Enge leider nicht Rechnung. Solaris Urbino 18 mit der Nummer 14272 wartet hier seine Wendezeit auf der Linie 80 ab. Das Haltestellenschild wurde schon vor langer Zeit entfernt, vielleicht stand es dort zu oft im Weg.
Bis jetzt habe ich euch fast nur Schienenersatzverkehre gezeigt, daher zu guter Letzt ein Bild aus dem normalen Linienverkehr. Der MAN NL 202 mit der Nummer 191 fährt wenige Tage vor der Netzreform 2001 auf der damaligen Linie 84 von Mockau West zum Stannebeinplatz, den er ein paar Minuten später erreichen wird. Hier befindet er sich auf der Löbauer Straße, kurz vor der Haltestelle Julian-Marschlewski-Straße. Dem aufmerksamen Betrachter fällt auf, dass der Bus keine angeschriebene Wagennummer trägt. Das war zu dieser Zeit üblich und die Fahrzeugnummer ließ sich nur über die letzten Stellen des amtlichen Kennzeichens erkennen. Und mit 25 Jahren Verspätung ein Gruß zurück an den Fahrer. Die Linie 84 fuhr von Mockau West kommend über Mockau, das Neubaugebiet Thekla und das Gewerbegebiet Nordost nach Schönefeld. In den Abendstunden und am Wochenende wurde sie durch die Linie 70 ersetzt, die ebenso anstelle der Straßenbahnlinie 22 fuhr. Mit Einführung des neuen Netzes am 27. Mai 2001 wurde die Linie 84, wie auch die Linie 22, eingestellt und vollständig durch die Linie 70 ersetzt. Im Jahr 2010 kam dann an dieser Stelle die Linie 77 hinzu, die unter anderem die Wohngebiete in Schönefeld besser erschließen sollte. Vielleicht die auffälligste Veränderung an dieser Stelle sind die Balkonanlagen, die an die Wohnhäuser angebaut wurden. Davon abgesehen zeigt sich die Löbauer Straße weitgehend unverändert. Der Solaris Urbino 18 der 4. Generation auf der Linie 70 hat bis zu seiner Endstelle in Markkleeberg West noch einen weiten Weg vor sich. Ich hoffe, euch hat diese kleine Zeitreise wieder gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.